Die Meinung am Mittag an diesem Freitag begrüße ich dafür die NZZ-Journalistin Beatrice Achterberg. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Danke für die Einladung. 16 Tage vor der Bundestagswahl ist natürlich der Wahlkampf das ganz große Thema. Mittlerweile aber auch die Sorge, dass es gar keine stabile Regierung mehr geben kann nach der Wahl. Man sieht jetzt die GroKo ja oft in den Umfragen noch immer am wahrscheinlichsten. Gestern hat Lars Klingbeil bei der Bild gesagt, Grenzschließungen, die wird es mit uns nicht geben. Ist das eigentlich auch schon das Aus dann? Die Union besteht da ja drauf. Ich weiß nicht, ob es das Aus ist. Da wird man dann noch mal, glaube ich, anders reden nach der Wahl. Trotzdem ist es kein gutes Zeichen für die sogenannte politische Mitte, die ja auch die SPD immer bemüht. Also die SPD macht jetzt dezidiert einen Anti-Merz-Wahlkampf. Die wollen Merz in die rechte Ecke schieben, zusammen mit der AfD. Das kann man jetzt aus Wahlkampfstrategie heraus verstehen. Aber man fragt sich halt wirklich, wie wollt ihr noch eine Koalition schmieden? Und gerade die SPD behauptet ja immer, sie macht einen Wahlkampf gegen rechts, zusammen mit den Grünen. Ich würde sagen, sie machen einen Wahlkampf für rechts, weil sie lassen das Thema Migration, Asyl, überlassen sie der AfD und der Union, die langsam keinen Partner mehr finden wird nach der Wahl. Machen Sie aber damit auch einen Wahlkampf gegen Ihre eigenen Wähler? Denn es ist ja jetzt schon klar geworden, viele von den SPD-Wählern wollen eine andere Migrationspolitik. Hört man da einfach nicht drauf? Ja, also man ignoriert den Wählerwillen, um diesen Wahlkampf zu machen gegen Friedrich Merz, gegen die Union. Die Mehrheit der SPD-Wähler, laut einer Umfrage 66%, sind für den Vorschlag von Friedrich Merz, an den deutschen Außengrenzen dauerhaft Grenzkontrollen zu haben. Wir haben jetzt schon die Grenzkontrollen, die alle 6 Monate verlängert werden. Und alle Menschen, auch die mit einem Asylgesuch, zurückzuweisen. Denn alle Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, sind bereits durch sichere Drittstaaten gekommen. Es sei denn, sie sind irgendwie mit einem Helikopter eingeflogen, aber das passiert eigentlich nicht in der Realität. Also das Asylgesuch nach Grundgesetz 16a kann eigentlich sowieso niemand stellen. Jetzt hast du aber zu Beginn ja auch gesagt, dass es nach der Wahl noch mal andere Töne geben wird. Man wird anders miteinander reden. Aber dann wird es ja Wortbruch durch die SPD geben, jetzt nach diesen klaren Ansagen, auch gestern wieder von Lars Klingbeil. Also was macht das auch mit dem Vertrauen in Politik? Ja, das wird das Vertrauen für viele Wähler beschädigen. Ich glaube, gerade auch falls die SPD noch mal Leute von der AfD zurückgewinnen will als Wähler, dann wird das, glaube ich, nicht passieren. Man macht jetzt so eine linke Mobilisierung, man will das linke Lager für sich gewinnen. Aber also, wie du schon sagst, das wird halt sehr schwer mit einer Koalitionsbildung, weil entweder SPD oder CDU, CSU werden Wortbruch begehen müssen, wenn das so weitergeht. Und die Union ist jetzt nun mal stärkste Kraft. Von daher ist es von Lars Klingbeil, und das wird nach Olaf Scholz, der nächste starke Mann der SPD, schon, finde ich, ein starkes Stück. Also wie gesagt, sie wollen immer die politische Mitte erhalten, aber sie tun eigentlich nichts dafür. Mittlerweile auch aufgeholt von den Grünen. Könnte das noch ein richtiger Absturz werden? Eigentlich hieß es ja, Olaf Scholz, der ist ein guter Wahlkämpfer, der holt auf den letzten Metern, wenn dann eher auf. Ein bisschen Zeit hat er ja noch, und das ist die große Hoffnung von Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt. Aber Stand jetzt sieht man das noch nicht. Also tatsächlich sind ja alle Parteien relativ so zementiert bei ihren Umfragewerten. Selbst die Abstimmung mit der AfD bei diesem 5-Punkte-Plan hat relativ wenig geändert. Da gibt es nur ganz wenig Ausschläge, so um 1 Prozentpunkt. Also bisher gibt es da nicht viel Bewegung. Eine andere interessante Umfrage ist allerdings, dass sich immer mehr Menschen eine schwarz-blaue Koalition nicht nur erdenken können, sondern sich die sogar wünschen würden. Da ist ja weiterhin die Absage auch von der Union ganz klar. Also wie sieht es da mit dem Wählerwillen aus? Ja, der wird eigentlich ignoriert. Wobei es ist so ein bisschen, also viele CDU-Wähler wollen eigentlich keine schwarz-blaue Koalition mit der AfD, Stand jetzt. Ich denke aber, dass da wird die Meinung auch der Realität folgen. Also sollten wir mal eine schwarz-blaue Koalition auf Landesebene sehen, ich glaube, auf Bundesebene ist es Stand jetzt noch weit weg, wird sich die Meinung da auch anpassen. Aber für nach der Bundestagswahl sehe ich das bei Friedrich Merz nicht. Das hat er ganz klar ausgeschlossen. Ich glaube sogar, da würde er eher seinen Posten aufgeben als das. Das wäre wirklich so ein krasser Wortbruch. Da müsste er, glaube ich, zurücktreten. Beatrice Achterberg, vielen Dank für die Meinung am Mittag. Dankeschön.